So, ich habe vorhin eine Pause gemacht. Ich dachte, das wäre alles schon gespeichert. Unsere kleine Verschnaufspause ist aber anscheinend nicht der Fall. Ich will mir aber jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, einmal aufschreiben, welches Tier zu welchem Patienten gehört. Und dann kann ich vielleicht mir das mal später zusammenwursteln. 6, 17 John ist das Kaninchen. Zwerg ist Leonard. Wobei man müsste wissen, welcher John. Das gibt ja jetzt 2 Johns. Der Hund, der hat noch keinen Namen, aber ist Patient 118. Vielleicht hatte ich das irgendwo schon mal. Wir haben jetzt diese geniale Tafel, wo wir alles, was wir aufgefunden haben, draufsteht. Dann dürfte ich ja auch die 3 anderen Patienten hier, der Verehrer des Marionettenspielers, der Alkoholiker, da stehen ja auch die Nummern bei. Häschen hüpf. 482. Woher die Nummern eigentlich kommen, ne? 482. Komisch, ne? Beim ersten, beim letzten steht Patient. Bei den dazwischen steht gar nichts. Gut. Natürlich jetzt blöd. Ich dachte, das hätte wirklich gespeichert. Ich achte dann nicht auf dieses kleine Zeichen da rechts oben in der Ecke nicht. Das ist weiß und man erkennt es einfach nicht. Aber ich werde mich jetzt nicht noch einmal erschrecken. Das weiß ich ja jetzt, was da passiert. Das wissen wir alle. Ich werde es auch nicht wegschneiden. Ich lasse es einfach. Alles drin. Und dann gehen wir alles andere nochmal durch. Dass die Patienten hier die Fernseher noch nicht abgerissen haben, ne? Wundert mich ehrlich gesagt. Und ich frage mich, warum hier wahrscheinlich einfach nur wegen dem Typen, wenn man den doch abgeschossen hätte. In seiner Party. I didn't know you were a thief. A thief! Why would you do that? Thief! Why take something that isn't yours? Why sabotage? Why steal? Ne, hier war ja nix. Ist schade. Dachte, ich könnte jetzt an der Stelle von da hinten weiterspielen. Hey honey, it's me. Pick up if you're there. Okay, well, bad news, I'm afraid. The caterers have cancelled on us, so they were double booked for the Saturday, so we're going to have to find someone else. Who knew getting married would be so much work? Anyway, see you later, love you. I just wanted to say that I understand if you don't want to adopt. I'm at the studio this afternoon. Call me when you're back, and I'll come straight home. We can talk then. I love you. Das war so eine schöne Atmosphäre da hinten in der Ecke. Die mache ich jetzt gerade mega kaputt, weil ich das ja jetzt alles nochmal. Das ist nicht viel, aber ich dachte eben, das wäre schon alles. My darling husband, I know this won't be the life we imagined anymore, but I'll be free to focus on my art, and you, well, you'll change the world like you always dreamed you would. And no matter what happens, we will always have each other. All my love. Hey, I tried your office but couldn't get through. Call me if you get this. I've got news, and you may want to brace yourself. Love you loads. Honey, are you okay? Talk to me. But are you absolutely sure? I did the test 3 times. The doctors, they said... I guess we proved them wrong. But that can't be right. It can't be.
It means we're not just a couple anymore. It means we're a family. Why show me this? Is this how you justify everything? Ich glaube, diese Grace, es ist tatsächlich so, wie ich, also ich denke mir mal, kann ich jetzt noch gar nicht sagen, aber wenn wir diese Grace immer im Hintergrund Find your way hören, back, Mr. Black. Focus on the right photo and Come back to me. ja, will ich aber noch nicht. Wenn wir diese Grace im Hintergrund hören, dass es wirklich mit dieser Brille so ist, dass wir irgendwo liegen und wir haben die Brille auf dem Kopf und wir sind dann in dieser Welt, um unsere Erinnerungen wieder zurückzuerhalten. Und mit Hilfe von dieser Brille und diesen Monitoren, diese Monitore sind hier überall in dieser Anstalt. Diese Monitore gibt es wahrscheinlich auch in diesem Krankenhaus oder in der richtigen Anstalt. Und die sehen das alles. Wahrscheinlich, kann ich mir denken. Und Grace sagt es dann. Oder es sind tatsächlich Erinnerungen, die er sich dann denkt, die er dann hört. Aber was hatte er ihr denn gezeigt? Weil das war ja nicht er und das war auch nicht Grace. Ich gehe mal davon aus, dass Grace seine Frau ist. Gehen wir mal zurück. Die Anstalt. Boah. Jetzt so einen Hund darstellen, ne? What just happened? What was that? Ah, you're back with us. Good. Those memories, they felt different. What was that place? No need to bother yourself with that, Mr. Black. Just a quirk of the technology. So they were my memories. What's going on? That was None of your concern, Mr. Black. It is irrelevant to your treatment. Now, Let's proceed. Proceed. Right. Aber wenn es deine Erinnerungen sind, du siehst doch ganz anders aus. Du bist doch jemand ganz anderes. Das sind bestimmt Erinnerungen von irgendjemand anderem, nicht von dir. Da geht's weiter. Hier meine Kamera, mein Handy, mein mega Hightech-Handy. Immer noch mit seiner Party zugange. Let me give you an example. How old are you? 25? Right. Let's imagine tonight you're walking home after work. You see a horse in the middle of the street and you're scared. You start uncontrollably panicking. Your heart is pounding, your hands get sweaty. You don't understand what's happening to you. When you're an adult, for Christ's sake, you shouldn't be scared of a horse. Now, you've no way of knowing what the root of this phobia is, but my therapy will make everything clear for you in an hour, maybe less. Perhaps when you were 2 or 3 years old, your brother snuck into your room one night, wearing a horse mask on his head. Perhaps he just stood there staring, watching, breathing, waiting. You woke up and you were terrified. I call it TRT, Toy Regression Therapy. Give patients toys or mementos from their childhood and the psychoanalytic magic works miracles. Party. Es ist gruselig, dass man den immer noch hört. Man denkt, der steht hier um die Ecke oder so. Oh, so wie der. Guck mal, der ist aber nicht mehr auf der Karte, ne? Das heißt, der müsste ja weg sein. Boah, ich rechne ja damit, sonst würde ich ja nicht um die Ecke gucken so. Und trotzdem erschrecke ich mich mega. Der ist hier. Obwohl ja nichts passiert. Viele Patienten in Litauen behaupten, im
Marionettenspieler gesehen zu haben. Gerüchten zufolge durchstreift er die Anstalt seit Jahrzehnten im Verborgenen, zieht überall seine Fäden und zeigt uns die Wege auf, denen wir folgen müssen. Ich selbst habe ihn nie gesehen, aber ich fürchte den Tag, an dem ich ihm begegnet. Hey, er ist K. Ja, eigentlich darf hier ja keiner sein. Ich sehe nämlich keinen. Da kann man weiterlaufen, obwohl auf der Karte auch wieder nicht drauf ist. Also, ich finde das schon so ein bisschen... Speichern wieder. 19 kann man Tom Elliot. 2030, aber kaukasisch, nichts Neues. Besondere Behandlungsquoten noch nicht erstellt. Besondere Bemerkungen zur Behandlung noch nicht erstellt. Konstante Überwachung nötig. Warum ist da ein Strich und da steht konstante Überwachung nötig? Tag der Aufnahme 10.11.98. Allgemeine Bemerkungen. Patient leidet an Angstzuständen und weigert sich, andere persönliche Informationen als seinen Namen preiszugeben. Er erwähnt viele traumatische Ereignisse aus dem Krieg, behauptet aber gelegentlich, diese nur in einem Film gesehen zu haben. Wiederholt häufig den Satz, wir denken alle dieselben Dinge zur selben Zeit. Fallinformationen, Einschätzung von Dr. Benway, Extremitäten amputieren, Zunge amputieren, Vergangenheit amputieren, Willen amputieren. Er wurde eine zu große Belastung. Also ist er tot. Guck mal, hier ist ein Strich. Boah! Ohne Scheiß, ich erschrecke mich jedes Mal bei den Sachen. Sorry, ich schweife wahrscheinlich voll in das Mikrofon rein. Das ist gleich auch irgendwas. Ohne Scheiß, ich war da gleich bestimmt irgendwie einfach durch Zufall. Da ist jemand drin. He always seemed real to me, even before I got here. The puppet master, the one in control. Because I sure as hell wasn't in control. I felt like shit for as long as I can remember. Everyone was mean to me in school, I was constantly bullied. But I assumed it would stop once I was an adult. Because I believed adults would be too busy to waste time on hurting the people around them. Well, I was wrong. So I found comfort in pills and drinking. But there was always this presence. Like an enormous hand hovering over me. It wasn't my decision to go there and start shooting those people. I'm surprised it's the only thing missing from those CCTV recordings. The black strings coming out of my hands and feet. And the shadow looming over those poor bastards. When I was finally made to pull the trigger. Das ist eine schöne Ausrede. He's here! Oh, meine Güte. Meine Güte. Oh, Mann. Oh, Mann. Man weiß, da passiert irgendwas. Hast du dir in die Hose gemacht, lol. Ja, XD. Ich habe mir in die Hose gemacht. Oh, Kerl. Perfect Man. Der Marionettenspieler ist nicht der Mann im Krankenrecht. Es ist auch nicht Dr. Benway, der die Luthersanstalt bis zur Schließung leitete. Einige sagen, es gibt gar keinen, der die Fäden zieht, denn wir sind alle dazu verdammt, der Dunkelheit anheimzufallen.
Ist das überhaupt möglich? Marionetten fehlen an unseren Händen, aber niemand da, der sie sieht. Okay. Wenn das schon so losgeht, ja. Oh Mann. Der sagt doch perfect name. Und zwei. On a scale of 1 to 10, how much did this new treatment help you to discover your inner self? Inner self? I'm no such thing. Please. I just wanted to serve my country. Don't change the subject. I'll ask again. On a scale of 1 to 10... You made them cut my fucking arms off! My fucking... We did it to save your life. That landmine... I will end you, motherfucker! I will crush your fucking throat! How? You have no arms. But you seem to be much less concerned about your past mistakes now, so let's call that a 9, shall we? Und dieses Perfect Man und Party Time. Also man wird wieder wahnsinnig. Ohne Scheiß, irgendwann habe ich die um die Ecke und dann baller ich irgendjemand an. Jetzt wieder ein Beweis. Warum hat er schon wieder Munition? Little Spielschall. Ne, ja, mein Herz, mein Körper. Liquors Anstalt, Spire House, Blackwell, Booms Roof, P60, 1QD. Unsere geschätzten Amputierten. Tom Elliott, John Doe, Richard Brown, Edward Rains, Robert Collins, Dr. William Benny. Unsere geschätzten Amputierten. Nett. DNA found. One matching profile. Patient 912, Tom Elliott. Ich kann das nicht durch das Spiel. Das ist schon erschreckend hier. Das ist grausam. Man hört es eigentlich die ganze Zeit, aber das ist echt scheiße. Schon wieder ein Oh, da hinten ist schon wieder die Tür. Closing Lythurst. I mean... It's a sad day for psychiatry. And for people with mental health issues all over the world. I only helped my patients get better. Nothing more. And there's one thing I just don't understand. Why do the media still criticize my methods? How dare they? What about my results? Not one idiot journalist ever asked how many of my patients were cured. Not one! I know why. It's because my patients got better. All of them. Even those who died. Especially those who died. Ich glaube nicht gerne.
Mann. Echt creepy hier. Der ist nicht tot, ne? Der liegt da einfach nur, der schläft. Der ist hundertprozentig nicht tot. Wenn ich jetzt hier langlaufe, dann kommt er mir entgegengerannt. Er atmet zwar nicht mehr, man sieht es zumindest von hier aus nicht. Oh. Warte mal, der Fokus, die denken, der Fokus liegt auf den und dann wird er nach hinten geschossen. Der atmet wirklich nicht. Da unten sitzt wieder so ein Hase. Meine Güte. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Jetzt weiß ich nicht, was schlimmer ist. Und warum ist er da tot? Ach, nicht so, Mann. Ich dachte, da würde ein Papier hin. Ich habe immer das Gefühl, da kommt ihr gleich um die Ecke gebraust. Meine Güte. Meine Güte. Die Tür ist zu, ne? Das ist Samson, der da sitzt. Hat er die alle gekillt? Ich vermute es. Und wir haben ihn befreit. You, my savior. I said you wouldn't regret letting me go. This is my art. All my brothers' sacrifices to the puppet master. You killed all those people. Why? No, you cannot kill what does not live. They are free, and you will join them soon. Your dopamine levels have spiked. Are you enjoying this, Mr. Black? Nein, eigentlich nicht. Aber ich hatte ja keine andere Wahl. Also hätte ich ihn gar nicht rauslassen sollen. Also war das... Oh, ist das ätzend. Der ist auch tot. Selber schuld, jetzt bin ich mit dem Tod drohen sollen. Das war einfach nur Selbstverteidigung. Er wollte mich töten. Wir haben alle keine Wunden. Der
Der König des Rollstuhlturms, Maestro Barry. Er ist total durchgeknallt. Er sagt, er wird einem die Augen rausfressen, wenn man ihm zu nahe kommt. Das sind alles voll die Psychos. Die wollen alle einen töten. Warum? Von Scott Hopkins at futuredg.cmo an John Leeson at futuredg.cmo betreff Ramseys Baby. What? Wichtigkeit hoch. Wir haben Ramseys neuen Prototyp getestet. Er ist noch weit von dem nächsten großen Hammer entfernt, von dem wir alle gehofft hatten. 5 von 6 Testpersonen haben von schweren VR-Krankheitssymptomen berichtet, größtenteils Kopfschmerzen und/oder Übelkeit. Auch bei der sogenannten Gedankenvisualisierung sind ein paar schwerwiegende Probleme aufgetreten. Die Testpersonen haben von frakturierenden Gedächtniswellen berichtet und beschrieben das Gesamterlebnis als verwirrend. Ich denke, das sollte jemand direkt mit Ramsey besprechen. Wir wollten das Ding nächstes Jahr und nicht im nächsten verdammten Jahrzehnt verkaufen. Bitte um Rückmeldung, Scott. Aha, ich dachte jetzt, er hätte wirklich ein Baby. Wir wollten nur darüber sprechen. Ach, guck mal. Die beiden stehen gegenüber. Ich habe jetzt die Wahl, die zu befreien. Was heißt die Wahl, die zu befreien? Ich weiß ja gar nicht, welcher Knopf was bedeutet. Alarmcode. Ich könnte die einfach so lassen und die sich gegenseitig anschreien lassen. Ich könnte aber auch versuchen, die Türen zu öffnen und sich gegenseitig verkloppen zu lassen. Das Problem ist, ich werde bestimmt mit den beiden irgendwie konfrontiert. Und wahrscheinlich ist einer der Knöpfe für die Tür und ich weiß nicht, welcher Knopf was bewirkt. Ich komme da mit Sicherheit nicht durch. Nein, die Tür ist nicht brauchbar. Aber ich hätte doch hier noch irgendwo einen Punkt. Ich hätte hier noch irgendeinen Punkt. Ja, wahrscheinlich war er es und ich habe ihm zu lange zugehört. Ja. Machen wir mal. Ich habe tatsächlich direkt die erste Tür geschafft. Und die Tür ist da auch frei. Aber wenn ich die so lasse, vielleicht ignorieren die mich ja dann auch. Dies ist Redmonds Reich. Fragt ihr euch, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, dann geht einfach weiter und ihr findet es heraus. Oder zahlt den XXXXX, jetzt ist es zu spät. Das heißt, ab hier geht der Teufel los. What the fuck? Wow. Ich dachte, der Samson würde uns mega helfen können und... Ja, Arschlecken. Auf gut Deutsch gesagt. Robert Ramsey, Genie oder Scharlatan. Robert Ramsey, Chef der Wissenschafts- und Technikabteilung von Future Defense Group, genießt einen Ruf als einer der bedeutendsten Entwickler der Technikwelt. Seine Kritiker hingegen bezeichnen Ramsey als Scharlatan, der wiederholt beschuldigt wurde, Konzepte von seiner weniger bekannten Kollegen gestohlen zu haben. Wir sprachen mit dem früheren CEO von ADS, der behauptet, dass eines von Ramseys erfolgreichsten Projekten auf einem Diebstahl basiert. Weiter auf Seite 6, der Hetzer.